Hi und willkommen beim, ich glaube, 19. Work in Progress. Letztes Mal habe ich schon angekündigt, dass die Gulasch-Programmiernacht stattfindet und da war ich auch zu Besuch. Das ist eine ultra tolle Veranstaltung, die ist offen für jeden, kein Eintritt. Man kann auch als Besucher einfach mal durch die Leute durchlaufen und sich so anschauen, was die machen. Und das findet im ZKM Karlsruhe statt. Das Zentrum für Kunst und Medien. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber da ist immer eine super tolle Ausstellung, die immer irgendwie mit Computer und Technik zu tun hat. Und dieses Jahr fand ich die auch eigentlich noch besser als letztes Mal. Vielleicht habe ich sie mir letztes Mal auch nicht ganz komplett angeguckt. Auf jeden Fall treffen sich halt super viele Leute. Ich glaube, wir waren so 1500-isch rum für 4 Tage. Genau, in Karlsruhe in dieser Halle. Oder Hallen, und eine ist immer sehr laut, da ist dann auch irgendwie eine große Bühne mit Musik, eine ist nur für, also der Hackspace, wo halt Leute an Tischen sitzen und basteln, da hatte ich meinen Kram aufgebaut und dann gibt es noch einen Raum nebenan, der ist dann schon fast Ausstellung, oder ist dann so das Foyer zur Ausstellung, da ist noch ein Café, da sind auch nochmal ein paar Tische, da ist nochmal ruhiger, wenn es einem drüben zu laut ist. Und es ist halt super witzig. Ich habe mich so viel unterhalten, dass ich heiser war am zweiten Tag schon. Das war ein bisschen kontraproduktiv. Und ich habe aber zumindest so ein paar Aufnahmen gemacht, die ich euch mal zeigen wollte. Zum Beispiel hat sich jemand, sorry, ich habe leider die Namen meistens nicht unbedingt mitbekommen, aber einer hat sich zum Beispiel so ein Strandbiest gebaut, also so ein mechanisch laufendes Ding, wesenartiges Ding. Die laufen eigentlich an Stränden entlang mit Wind betrieben und er hat es sich halt ins gebaut, das konnte er mit dem Smartphone fernsteuern und das hat er dann immer rumlaufen lassen. Das sah super cool aus. Wir hatten, genau, es gab außen am Gebäude eine Installation, die ist immer zur vollen Stunde angegangen, die hat so einen super, super dichten Wassernebel versprüht und mir haben es erst Leute erzählt, und oh, draußen Nebel, musst du dir angucken. Und da dachte ich so, ja wow, da wurde jetzt irgendwie ein bisschen Wasser versprüht und ist nett. Aber das ist so witzig, weil die Nebelwand so dicht ist, dass du echt eine Sichtweite von wahrscheinlich nicht mal einem halben Meter hattest, wenn man ganz drin stand. Und es war riesig und es hat sich dann ausgebreitet über den ganzen Hof. Man konnte dann da durchlaufen. Und das war halt dann immer zur vollen Stunde nettes Event, wo man hingehen konnte. Und ja, standen ganz viele Leute rum, haben sich das angeguckt. Und in der Ausstellung selber gab es auch ein paar Sachen, die mir, also im Innenraum der Ausstellung, die mir besonders gut gefallen haben. Zum Beispiel gibt es eine große Flip-Dot-Wand, also Flip-Dot-Displays das sind lauter kleine Plättchen, die kann man mit einem Elektromagneten umspringen lassen, von weiß auf schwarz oder von weiß auf gelb manchmal, je nachdem. Die werden oder wurden viel in Bussen verbaut, zum Beispiel als Displays. Und da gibt es eine ganz große Wand, da ist eine Kinect mit verbaut und wenn man vorbeiläuft, dann wird die Silhouette so als so eine Art Barcode abgebildet. Das ist ultra witzig. Und es gab noch eins, das habe ich erst aus der Ferne gesehen und dachte, oh ja, Mai. Style Transfer, also ich beschäftige mich jetzt ja auch gerade ein bisschen mehr mit so Deep Learning Krempel. Und Style Transfer ist jetzt irgendwie nichts Neues. Also man benutzt ein neuronales Netz, um den Stil, die Art, wie ein Bild aussieht, zu übertragen auf ein anderes Bild. Vielleicht habt ihr mal eine App ausprobiert wie Prisma? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die hieß. Da konnte man das halt auf einem Smartphone auch machen, mehr oder weniger. Und ich glaube, man hat das an den Server geschickt und er hat das dann ausgerechnet. Und ja, ich dachte so, meine Güte. Aber was da, fand ich, sehr schön oder sehr beeindruckend war, das war sehr hochauflösend, weil die meisten Style-Transfer-Apps oder Webseiten, wo man das mal schnell ausprobieren kann, da sind das halt sehr kleine Bilder, schnell gerechnet. Und im ZKM ist das irgendwie super hochauflösend und dann bleiben halt auch viel mehr Details vom eigentlichen Bild erhalten. Es hängt halt eine Kamera, du kannst davor laufen, das wird dann halt umgewandelt und der Stil schaltet halt alle, weiß ich nicht, 10 Sekunden um. Und das macht einfach super Spaß, damit zu spielen. Also obwohl es, ich sag mal, so eine schon bekannte Technik ist, hat es trotzdem viel Spaß gemacht, sich das nochmal anzugucken. Genau, ich hatte meine Sachen dabei, aufgebaut, Plotter. Der kleine Plotter ist nicht fertig geworden. Keine Chance. Keine Chance. Aber ich habe ihn mitgenommen. Mir haben nochmal ganz viele Leute Tipps gegeben. Ich habe mich jetzt auch entschieden, wirklich statt einem Servo einen Solenoid, also einen Elektromagneten vorne hin zu machen. Das halte ich für klug. Ein paar Leute, ich habe mit einigen Leuten über den Aufbau diskutiert und ich habe was ganz Wichtiges bekommen. Das hier ist eine Platte, die sehr unscheinbar aussieht, aber die hat ein Kumpel von mir, ich sage jetzt einfach mal Kumpel, von mir entworfen. Das ist der Jan Hendrik. Und das war sogar auf Hacker Day. Das ist eine
Platte, die kann ein elektrostatisches Feld erzeugen. Das heißt, das wird die perfekte Untergrundplatte für den kleinen Plotter, weil Papier dann einfach drauf kleben bleibt, wenn man sie anschaltet. Und ich habe von ihm direkt noch so ein Vorschaltgerät bekommen und einen Adapter direkt für so einen Stromplug. Und ich habe es schon zum Großteil bestückt mit meinen hervorragenden Lötkünsten, aber noch nicht ganz. Deswegen habe ich es noch nicht ausprobiert. Aber ich habe Videos gesehen von ihm und es funktioniert wohl krass gut. Mir ist leider beim Transport ein bisschen, oh, das wird nicht scharf, naja, mir ist leider beim Transport ein bisschen was von der Beschichtung, von der Gummibeschichtung abgegangen. Er hat mir nämlich gesagt, dass er da lange experimentiert hat, wie er das beschichtet, weil man sonst ziemlich schnell einen Schlag kriegt. Da bin ich nicht so scharf drauf. Genau, das wird perfekt. Noch cooler wäre dann, ich habe ja momentan so eine Lichtdurchpausplatte unter dem Plotter liegen und noch cooler wäre, wenn ich die zum Leuchten kriege. Also zum Beispiel, es gibt ja diese EL-Wire und die gibt es ja auch als Platten. Wenn man die noch drauflegt, aber ich weiß nicht, ob die das elektromagnetische Feld vielleicht zu arg dämpfen. Ich habe es nicht ausprobiert und kann das auch nicht abschätzen, keine Ahnung. Aber noch Licht drauf wäre, glaube ich, so das optimalste ever, was man unter einen Stiftplotter legen kann. Und am Plotter selber habe ich allerdings nicht groß weitergebaut, weil meine bessere Hälfte hier momentan fleißig am 3D-Drucken für so eine Lampeninstallation ist. Deswegen ist der 3D-Drucker dauernd belegt. Deswegen geht bei mir da jetzt gerade die Woche nichts weiter. Aber wir wären ja nicht Bleeptrack, wenn wir nicht 3000 andere Ideen hätten, die wir so lange machen können. Das kann ich euch mal zeigen. Und zwar zuerst eine kleine Sache. Ich meinte ja mal, ich zeige euch mal so ein bisschen was, wenn ich Forschungskram mache. Das ist mein aktueller Forschungskram. Ich möchte, ich habe halt wenig tiefe neuronale Netze Krempel bisher selber tatsächlich umgesetzt. Deswegen spiele ich jetzt gerade einfach nur mal damit, um ein bisschen besser ins Thema reinzukommen. Und das ist ein Pix-to-Pix-Framework, das in PyTorch geschrieben. Das habe ich jetzt einfach mal so übernommen, um meine eigene Idee mal zu testen. Mehr so als Proof of Concept, dass das überhaupt funktionieren kann. Es geht nämlich darum, okay, ich erkläre mal kurz, was ihr hier seht. Das Wichtigste sind eigentlich diese 3 Bilder hier in der Mitte. Und zwar, das linke Bild ist meine Eingabe, das rechte Bild ist, was rauskommen soll und das in der Mitte ist das, was mein neuronales Netz ausspuckt. Und das ist aber momentan in der Trainingsphase. Ihr seht nämlich hier oben den Graphen und wir sind gerade in Epoche 60. Man spricht da von Epochen, das sind praktisch so Zyklen, in denen man immer wieder den Trainingsdatensatz an das neuronale Netz verfüttert und alle 100 Iterationen oder so spuckt er gerade mal so ein neues Bild aus. Und die Bilder sind komisch, die sollen aber auch komisch aussehen. Das sind nämlich Labelmasken. Das heißt, da wurden Fassaden gelabelt. Das heißt, das Orangene hier sagt, ich bin eine Fassade und die grünen Ecken sagen, ich bin ein Fenster. Und meine Idee war, es geht ja darum, wie neuronale Netze bei so Designprozessen zum Beispiel mit reinspielen können. Und ich dachte mir halt, es wäre ja voll nett, mal so in die Zukunft gedacht, ich bin ein Architekt und möchte sagen, hier setze ich jetzt Fenster hin und das neuronale Netz, sowas wie ich vorhin erzählt habe oder auch gezeigt habe, so Style-Transfer funktioniert ja gut und ich bin mir auch sicher, dass du mit einem neuronalen Netz auch Style-Transfer machen kannst und praktisch zusätzliche Elemente platzieren kannst, sinnvoll. Zumindest als Vorschlag. Also es geht ja auch nicht immer darum, die perfekte Antwort zu liefern, sondern einen kreativen Vorschlag für den Designer oder für den Architekten in dem Fall. Und deswegen gibt es zum Beispiel hier in dem Resultatbild sieht man halt, wie die Fassade tatsächlich aussieht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, was ist. Pink, weiß ich nicht mehr. Blau sind so, ich glaube, wie so irgendwas, was am Fenster dran ist. Jetzt ein doofes Beispiel. Also es gibt oft unten noch in so hellblau so Shop-Fassaden oder in gelb so große, wie nennt man die denn, an alten Häusern so Ausbauten, ich habe keinen Plan von Fassaden, so Ausbauten, also dekorative Ausbauten an der Fassade oder halt Balkone und solche Sachen. Genau, und die sind eben hier alle eingezeichnet. Und manchmal sind die halt auch echt strange gelabelt. Also hier gibt es ja halt auch Fenster, die einfach aus dieser Fassade rausstehen, warum auch immer. Keine Ahnung. Und ich habe halt den Datensatz jetzt so gebaut, dass auch oft mal Fenster fehlen und die soll das neuronale Netz halt auch vervollständigen. Genau, wie gesagt, das trainiert schon seit Tagen, aber es läuft auch gerade nur auf der publiken GPU, also auf dem
publiken Grafikkarte, die ich zu Hause habe. Und an der Uni darf ich so ein Rechencluster benutzen, da würde das schneller gehen. Aber ich wollte jetzt halt einfach nur mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Und es sieht eigentlich ziemlich gut aus. Kann aber auch sein, dass ich ein bisschen übertrainiere, weil den Datensatz, der Datensatz mappt halt sehr oft von sehr ähnlichen Bildern, also das Resultatbild kommt praktisch öfter vor. Ich mappe öfter auf das gleiche Bild mit leicht unterschiedlichen Inputs. Weiß nicht, ob das unklug ist. Zeigt sich jetzt dann. Genau, da bastel ich auf jeden Fall gerade auch dran an der Uni. Genau, jetzt kommt aber der spaßige Part. So, was ich momentan mache ist, ich wollte mir einen Stuhl fräsen. Dazu habe ich mir erstmal im Baumarkt Holz besorgt. Und zwar ein paar Platten. Ich habe das schon ausgemessen, wie groß es ungefähr wird. Und es soll kein so ein Riesenstuhl werden wie der hier, der ist ja auch aus unserer CNC-Fräse, sondern so ein, ich sag mal, japanisch angehauchter Stuhl, also der auf dem Boden steht, der praktisch keine Füße hat, sondern so eine Art Lounge-Chair, also mit einem größeren Winkel, aber auf dem Boden, wo man, ich möchte den vielleicht halt auch in den Garten stellen können oder so, als Liegestuhlersatz. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache zwei Füße sind es nicht, aber zwei Teile, die praktisch die Lehne und die Rückseite festhalten. Und dann dachte ich mir, wie bei dem Küchentablett, das ich die letzten Male irgendwie gezeigt und gefräst habe, überlege ich mir ein nettes geometrisches Muster. Und dann bin ich über ein Paper gestolpert bei der Recherche. Und zwar das hier. Das heißt Modeling and Visualization of Leaf Venation Patterns. Also es geht darum, um den Venenwachstum in Blättern. Klingt erstmal langweilig, macht aber sehr schicke Muster. Wenn wir zum Beispiel hier die Ergebnisseite von dem Paper angucken. Das ist halt natürlich so, ich sag mal, wie eine Blitzstruktur. Ich meine, ihr wisst, wie Blätter aussehen. Ja, es verästelt sich halt immer weiter und je nachdem, wie man die Parameter setzt, sieht es halt anders aus. Und das dachte ich mir, damit den Stuhl bewachsen zu lassen, würde voll gut aussehen. Und darum habe ich angefangen, das zu implementieren. Und das Paper ist super, das hat nämlich hier auch so ein ganz tolles Beispiel, das erklärt, wie das funktioniert. Man startet, also die schwarzen Punkte sind Venenteile und die roten Punkte sind Auxin oder Auxine im Deutschen, glaube ich. So eine Art Wachstumshormon für die Venen. Also da möchten die Venen hinwachsen. Das ist das Futter für die Venen praktisch. Und das funktioniert dann folgendermaßen, die werden platziert und man hat diesen Start von der Vene. Und jeder Auxinpunkt schaut dann, zu welchem Venenpunkt er am nächsten ist und den kann er beeinflussen. Und dann mittelt man praktisch, also der Venenpunkt hier oben wird von 3 Auxinpunkten von den 3 hier beeinflusst. Das heißt, man hat diese Bewegungsvektoren, wo es weitergeht und die mittelt man und normiert die praktisch einfach und dann weiß man, wo man neue Venenstückchen hinsetzen muss. Und danach guckt man, ob die zu nah an so einen Auxinpunkt rankommen. Wenn ja, dann ist der aufgefressen worden praktisch und dann verschwindet der. Und im nächsten Schritt wächst dann das Blatt und es werden neue Auxinpunkte gesetzt und es geht von vorne los. Also eigentlich erstmal ziemlich simpel. Das hatte ich auch an so einem Nachmittag runtergeschrieben. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, wenn wir uns nochmal das Ergebnis hier anschauen, das hier, die Blätter hier, alle außer I, die sind ein anderes Wachstum. Da wächst nämlich das Blatt so wie unser Universum oder so. Also wenn man das Blatt sich vorstellt, das ist Gummi oder das kann sich halt dehnen und wachsen, dann wachsen die Venenpunkte auch mit. Das heißt, die entfernen sich voneinander und ich habe dadurch wieder Platz und Lücken, wo neue Auxinpunkte gesetzt werden können. Genau, das habe ich vorhin nicht gesagt, die Auxinpunkte die haben auch so eine Kill-Rate, die werden nicht zu nah aneinander platziert. Also genauso der gleiche Abstand, wie wenn eine Vene einen Punkt auffressen kann, darf ein neuer Punkt nur platziert werden, wenn er weit genug weg ist von den anderen. Genau, das heißt, wenn das Blatt wächst, dehnen sich die Venenpunkte aus und dazwischen habe ich dann wieder Platz, einen neuen zu platzieren, also einen neuen Auxinpunkt. Und das war mir nicht klar. Was ich nämlich gemacht habe, ist das, was I hier macht. Das heißt, wie das oben abgebildet ist. Was passiert denn jetzt? Upsi. Ja, Deep Learning rechnen und PDFs angucken können rechnen nicht gleichzeitig. Genau, was ich erst gemacht habe, ist das wie I.
das ist auch das, wie hier abgebildet wird. Das heißt, wenn das Blatt von Stelle G zu Stelle H wächst, dann bleiben die Sachen hier in dem Fall ja einfach stehen. Und das nennt man dann marginales Wachstum, also Randwachstum praktisch. Das heißt, die neuen Punkte entstehen auch nur am Rand. Das ist einfach zu schreiben, was echt schwieriger ist eben dieses Uniformwachstum, wo sich das alles mitdehnt, was aber meiner Meinung nach hier oben die deutlich schöneren Muster gibt. Und das ist das, was ich eigentlich haben wollte. Deswegen habe ich den ganzen Code umgeworfen, nochmal geschrieben, um das besser machen zu können. Weil ursprünglich habe ich mir gedacht, ich bin voll klug. Ich mache das in Paper.js und ich baue mir einfach immer mit ganz vielen Zusammenfügen Optionen so eine Art Todeszone um die Venen und um die Auxine, wo ich ganz schnell prüfen kann, ob ein Punkt drin liegt oder nicht. Das funktioniert für diesen marginalen Wachstum auch super. Sobald ich aber die Venenpunkte versetzen will, funktioniert es logischerweise nicht mehr, weil ich dann diese Todeszone jedes Mal neu berechnen muss, was super viel Rechenleistung frisst. Genau, deswegen habe ich das jetzt anders gemacht. Wir können das mal laufen lassen. Hier ist schon eins fertig. Ups, hier fallen Sachen runter. Genau, die Farbe ist dafür da, dass ich besser debuggen kann. Ich kann jetzt nämlich mit meiner Maus hier lang fahren und immer gucken, wo mein Mauspunkt ist und wo der, zu welcher Vene der am nächsten ist. Genau, das habe ich mir so zum Debuggen gebaut. Und wir können hier die Seite mal schnell neu laden lassen. Dann sieht man nämlich, wie das aussieht. Leider ist es halt jetzt bei weitem nicht mehr so schön performant, wie das mal war. Und was ich auch gerade sehe, das ist das andere Wachstum, was ich gerade eingestellt habe. Das ist dieser marginale Wachstum, das heißt, die Venen bleiben stehen und nur die Blattgröße verändert sich. Und was ich dann ganz spannend finde, ist, dass man sehen kann, wie diese Hauptader so nach oben gezogen wird. Also man fragt sich ja immer, warum entsteht diese Verästelung, Veraderung in so einem Blatt. Und vor allem, warum entsteht immer diese schöne Ader in der Mitte zur Blattspitze. Aber es ist ganz klar, in der Blattspitze ist immer genug Platz da, dass sich wieder neues Auxin bilden kann. Deswegen zieht das praktisch diese Hauptvene nach oben. Und das ist echt spannend anzugucken, finde ich. Super cool. Genau. Und jetzt sind wir praktisch dann gleich durch. Vene kommt oben an. Und momentan lasse ich das gerade noch so lange laufen, bis ich kein Auxin mehr platzieren kann, bis wirklich alles ausgewachsen ist. Das ist vielleicht auch nicht immer so sinnvoll, aber so ist es gerade zum Ausprobieren. Und dann habe ich aber noch so Punkte wie hier zum Beispiel die da, wo sich zwei Auxin-Punkte, wenn sie halt praktisch im gleichen Abstand sind, auscanceln können und dann kämpfen die immer gegeneinander. Deswegen dürfen die praktisch gerade nichts machen, weil sonst bildet der da immer dauernd einen neuen Ast und dann habe ich da 3000 gleiche Äste auf dem Punkt. Das ist noch so ein Glitch. Und dann habe ich noch andere komische Glitche, die sieht man jetzt hier nicht, sondern wahrscheinlich in dem anderen besser. Wir können mal schnell umschalten von Uniform. Ich habe Uniform auf... wir hatten Magie... Doch, passt, genau. War schon richtig. Wir schalten hier mal schnell um. Genau, das ist das oben. Wenn ich das jetzt neu starte, genau, dann seht ihr schon, die Venen wachsen mit. Das heißt, die Hauptader landet sehr schnell an der Spitze und während es aber weiter wächst, entsteht ja neuer Platz, in den dann die Adern reinwachsen können. Und dann haben wir ein ganz anderes Bild für die Veraderung. Und witzigerweise läuft die Simulation deutlich schneller. Sie läuft auch deutlich schneller auf diesem Rechner als auf meinem Laptop. Finde ich auch schon wieder hervorragend. Können wir nämlich gleich nochmal starten. Das ist so cool dazu zu gucken. Genau. Und ich habe vorhin noch von Glitches geredet. Mal gucken, ob der jetzt hier zufällig wo auftritt. Bisher sehe ich es nicht. Oh, vielleicht habe ich mal Glück. Ich habe aber auf jeden Fall so Probleme, zum Beispiel gerade am Ende. Hier zum Beispiel, hier unten. Wenn wir uns die braune Ader hier angucken, hier unten, da ist jetzt ein Auxinpunkt und der versucht immer hier am Ende der Ader einen neuen Ast rauswachsen zu lassen und irgendwie wird der in den späteren Berechnungen nicht beachtet und deswegen versucht er in jedem Schritt dann einen neuen rauswachsen zu lassen. Und ich habe noch nicht rausgefunden, warum das passiert. Das ist gerade noch so der größte Glitch, den ich habe. Und finde ich aber auch nur so mäßig schlimm, weil angenommen, ich würde die Auxinen nicht anzeigen, würde nicht viel passieren. Dann entsteht halt hier dauernd irgendein so komischer Punkt, der nervt, aber das ist nicht so schlimm. Wenn ich nämlich später zum Schluss, das ist das, was ich jetzt noch machen muss,
praktisch die Adern, möchte man ja auch noch vielleicht unterschiedlich dick haben und so, rausrechnen, dann würde ich so Mini-Stumpi-Aderstückchen hier, die würde ich wieder löschen, weil ich glaube, die will keiner. Also wenn die halt echt nur so ganz, ganz winzig sind, dann braucht es das nicht. Machen wir nochmal, das ist so cool dazu zu gucken. Genau, und jetzt ist praktisch der nächste Plan, das können wir nicht auch gleich mal laufen lassen, dass ich das dann über so eine Stuhlfläche wachsen lasse. Das heißt, wir machen das hier mal auf, ich habe das schon mehr oder weniger irgendwo vorbereitet. Schauen wir mal, ob das hier geht. Genau, das heißt, ich kommentiere die Blattform mal aus und mache die einfach nur ein Rechteck stattdessen rein. Ja, das heißt, wir können das mal in einem Rechteck wachsen lassen und hoffen, dass es mir nicht um die Ohren fliegt. Ja, das sieht ganz gut aus. Schauen wir mal, wie da die Adern laufen. Ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass 2 Adern so in den Ecken hier schön landen. Ja, sieht so aus. So halbwegs. Oh, das braucht jetzt irgendwie gerade erstaunlich viel länger. Dass die Auxinpunkte größer werden, das heißt übrigens gar nichts. Das ist einfach nur der Skalierungsfaktor und ich lasse die nicht wieder schrumpfen aus Faulheit, weil es für die Berechnung egal ist. Da ist nur der Punkt, wo der Kreis liegt und ist wichtig. Und der Rest ist eigentlich egal. Das sieht auch eigentlich ganz nice aus. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass die Adern, also hier die Hauptader besonders fett ist und die Nebenader ein bisschen dünner und die kleineren noch ein bisschen dünner und vielleicht man halt noch die Enden dann abrundet oder so, dann ist das doch ein ziemlich cooles, relativ dichtes Geflecht, aber man hat viel Fläche rausgenommen. Ich würde halt praktisch die Adern, die hier offen enden, wieder an die Stuhlkante anfügen. Also dass die jetzt praktisch nicht frei schweben, denke ich mal. Außer das Holz hält es aus, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das muss ich mal ausprobieren. Genau, das ist auf jeden Fall den Algorithmus, den ich implementiert habe. Und ich glaube, da könnte man auch noch viel mehr mitspielen. Also ich habe, die Leute, die das Paper gemacht haben, haben zum Beispiel auch noch ein Paper veröffentlicht, wie man schön Blattumrisse generieren kann. Das könnte man jetzt natürlich hervorragend zusammenbringen noch. Und ich würde da auch gerne noch weiter mitspielen. Zum Beispiel, dass man also diese Blattstruktur von der Optik vereinigt mit so Circuit-Board-Optik, also mit Ringen zum Schluss oder mit praktisch ICs reinsetzen, die verwachsen werden mit den Venen oder so. Also ich glaube, da könnte man für so generative Kunstprojekte noch schöne Kombinationen machen. Ja, das war's eigentlich von mir. Sagt mir noch mal, was findet ihr schicker? Findet ihr diesen normalen Blattwuchs cooler oder diesen marginalen? Den hat zum Beispiel Ginkgo, scheint den auch zu haben. Ganz witzig. Schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.